Hallo, liebe Musikfreunde, willkommen bei Frags Music. Heute mit einem Spezial, einer Hommage an Udo Lindenberg, der vor ein paar Tagen seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Ich bin Frank Engelmeier und mit mir dabei ist Axel Breitung. Schönen guten Abend. Hallöchen, hallo. Udo Lindenberg ist 80 geworden und wir werden in 2 Teilen, weil wir so viel zu erzählen haben, werden wir uns Udo Lindenbergs Leben widmen, seinem Werk. Wir werden auf die Musik schauen. Axel hat mit Udo Lindenberg auch schon zusammengearbeitet, hat ihn kennengelernt. Wir haben also unglaublich viel vor, deswegen werden wir das in 2 Teile machen. Aber so mal eingangs, wenn jetzt Udo Lindenberg seinen 80. Geburtstag hatte, lass uns mal ein bisschen auf diesen Menschen schauen. Es ist doch fair zu sagen, Axel, Udo Lindenberg gehört zu den bedeutendsten deutschen Rockmusikern und ich würde sogar sagen, Musikern des 20., 21. Jahrhunderts überhaupt, oder? Sehr viel mehr würden mir nicht einfallen, die man über Udo Lindenberg rankt, wenn man sein gesamtes Lebenswerk anschaut. Dem stimme ich natürlich absolut zu, klar. Udo hat ja der verdammt lange Karriere und auch, sagen wir mal, immer wieder kommt er mit etwas Neuem um die Ecke. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da war er wieder in den Charts ganz weit oben, Nummer 1 gewesen. Also auch da siehst du, er ist einfach immer da und hat immer irgendwie irgendwas Neues hat er immer wieder. Und wenn der Sonderzug eben sonst wohin fährt, also er hat immer wieder eine Idee. Ist so ein Typ, der ist larger than life. Der Mann ist eine Ikone. Wenn ich zum Beispiel meine Tochter frage, die ist Teenager, Udo Lindenberg, hast du den schon mal gehört? Dann ja, weiß sie. Sie weiß auch, wie der Typ aussieht, so halt, ikonisch, immer mit dem Hut, ja. Aber Musik kennt sie jetzt gar nicht so wirklich von Udo Lindenberg. Das finde ich echt total interessant. Der Mann ist größer eigentlich als jetzt als reines musikalische Werk, was natürlich unglaublich umfangreich ist. Ich weiß gar nicht, was waren's, 34 oder 36 Studienalben über die Jahrzehnte gemacht. Hammer. Aber, Udo Lindenberg ist halt echt nicht nur eben der Musiker oder auch letztens nicht nur in ein Musikgenre zu packen, sondern, der hat so viele Verdienste auch letztens um die deutsche Sprache, oder? Man kann das vielleicht auch kritisch sehen, so diese Art, wie er sich ausdrückt, aber welchen Einfluss er genommen hat, so, das macht ihn schon zu einem Giganten, ne? Ja, auf jeden Fall. Und natürlich seine schnoddrige Art, die halt eben das war als er angefangen hatte, war das ja wirklich was echt Neues. So kannte man das ja nicht. Also, kann man sich heute rückwirkend schlecht vorstellen, muss man miterlebt haben, die Zeit. Aber es war halt eben so, dass er damit mit so einer Schnoddrigkeit und seinem typischen Stil, den man heute natürlich kennt und der jetzt eigentlich auch jetzt, nicht mehr so aus der Rolle fällt. Aber früher, als er anfing, war das natürlich absolut, ja, es war richtig was Neues, was er gemacht hat. Und auch die Art zu texten halt eben. Und da merkt man auch, also ohne seine Texte geht's auch nicht. Er hat viele Coverversionen gemacht, das müsste man doch auch noch erwähnen, ja. Also englischsprachige, deutschsprachige, also er hat viele Sachen immer wieder mal neu aufgenommen in seinen Stil, aber im Grunde genommen, das, was man von ihm kennt, das sind die Sachen, die aus seinem Kopf gekommen sind. Also seine Texte vor allen Dingen, ne? Mhm. Ja, er ist ja musikalisch groß geworden in Hamburg und, dort immer ich verbunden mit dieser Hamburger Szene so. Und, er war tatsächlich, wenn man so überlegt, mit einer der allerersten, die Rockmusik auf Deutsch gemacht haben. Rockmusik, hey, das war damals, wenn wir reden jetzt von Anfang der 70er. Ich würde mal sagen, so der große Durchbruch als Udo Lindenberg war 1973, da war sie mit dem Album „Alles klar“ auf der Andrea Doria. Ab da war er so die deutsche Rockmusik, weil vorher gab's es gar nicht. Es gab natürlich Schlager und es gab auch so Nischenbands wie beispielsweise Tonsteine Scherben, Rio Reiser. Die haben auch auf Deutsch gesungen, aber die haben ja das war sozusagen 'ne Politrockband. Die haben halt Agitation betrieben und haben halt ihre Message auf Deutsch rübergebracht. Aber Rockmusik, die so zum Entertainment war, die war eigentlich fast ausschließlich, halt Englisch. Man hat das halt übernommen von dem, was aus Amerika oder aus England von den Beatles kam. Und das ist ja 'n Riesenverdienst. Und ich tatsächlich bei Udo Lindenberg, der hat so viele Wortspiele auch gebracht, ja, und hat damit so 'n Einfluss genommen auf Menschen. Da gab's ja auch mal so 'ne Zeit, da hat er mit Otto Waalkes und anderen Leuten Otto Waalkes, der Comedian, ja, aus Norddeutschland, ja, die haben ja zusammen in der WG gewohnt in Hamburg in den 70er Jahren. Und da sind diese ganzen, sowohl bei Otto als auch bei Udo Lindenberg sind diese ganzen, Kunstfiguren entstanden, so diese komischen Namen haben, wie so Typen, die dann, bei Udo manchmal über mehrere Alben auftauchen. Bodo Ballermann oder so was. Oder bei Otto waren's, Susi Sorglos.
oder Harry Hirsch, so diese ganzen Charaktere, die haben sich auch gegenseitig so beeinflusst. Das finde ich so faszinierend. Udo Lindenberg und Otto Waalkes. Und manche von diesen Sachen haben dann sogar Einfluss genommen auf unsere Sprache. Ich habe zum Beispiel den Verdacht, und ich weiß nicht, ob es 100% stimmt. Ey, wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare und schaut uns auf die Finger. Aber ich sag mal, ich habe den Verdacht, der allgemeinsprachliche Umgang mit dem Wort Panik, ich glaube, das kommt von Udo Lindenberg. Der hat das Wort nicht erfunden. Aber ich glaube mal, dass in den 50er Jahren man das nicht so oft gehabt hat in seinem Sprachgebrauch. So, weißt du, wenn wir jetzt so sagen, hey, keine Panik, so die Pizza kocht, braucht noch ein bisschen oder sowas. Und das hat er erfunden. Und ich meine, hey, was gibt's für ein größeres Verdienst, wenn du sozusagen Texter bist, ob das jetzt als Musiker ist oder als Dichter, wenn deine Sprache Einfluss nimmt auf die Allgemeinsprache, dann zeigt es ja nur, wie groß eigentlich dem sein Einfluss war. Also musikalisch hat er auch seine Bandbreite. Also wenn du das an das Cello-Thema denkst, oder er war immer mit irgendwas dabei, wo man wieder gestaunt hat, wie er da musikalisch drüber kam. Also, oder der bekannteste mit ist ja der Sonderzug. Also auch da hat er ja wirklich neue Wege begangen. Und zwar, also jetzt mal kleiner aus dem Studio-Talk. Zu dem Zeitpunkt war es ja eigentlich, das war Anfang der 80er, da war das ja eigentlich so, dass man da war der große Umschwung. Bis dahin gab es also den Drummer, der es einspielen musste, live hinter der Kiste, halt mit Klick-Track im Kopf, dann Tick-Tack, ne, sozusagen, dass er einen guten Guide hatte. Und dann war es halt eben so, dass man so die Schlagzeug eigentlich immer aufgenommen hatte. Und natürlich waren schon Leute dran, die haben dann überlegt, okay, wie können wir das Schlagzeug so auch im richtigen Sound machen, dass wir das dann halt eben entsprechend auch so klingen lassen können, aber aus der Maschine. Das heißt, mit der Genauigkeit aus dem, mit der halt eben so eine Maschine arbeitet, das wollte man natürlich schon haben, ja. Und deshalb, da kam nämlich, ich glaube, es mit 82, 83, denke ich, war das, da kam die sogenannte Linn-Drum. Das war der Hammer damals. Also das Ding war sauteuer. Die Drummaschine, die auch Prince benutzt hat, oder? Ja, also da hat dann nach und nach ABC und so weiter, also auch die ganzen Briten haben das massiv genutzt. Ne? Die kamen dann eigentlich relativ, und das ist dann der Sonderzug gewesen. Da hat er den auch genommen, die Kiste. Ja, also hat den unverwechselbaren Klang gehabt. Und ich will damit nur sagen, also das war ja dann plötzlich ja, und für ihn war das natürlich der Moment, wo er sagte, ja gut, dann brauche ich das, oder vielleicht hat er das auch gut gefunden und hat das einfach ausbildet. Manchmal ist es so gewesen, dass die Leute das im Demo schon drin hatten, und dann hat er gesagt, ist ja super, ich will aber jetzt diesmal keinen Schlagzeuger haben, sonst beim nächsten Mal nämlich wieder Schlagzeuger, aber jetzt will ich keinen haben. So war das. Eben, wo du auch sagst, Schlagzeug. Er war ja ein virtuoser Schlagzeuger. Das war sein Einstieg ins Music-Business. Und da war der wohl auch richtig gut. Er war auch jazztauglich. Der hat Schlagzeug gespielt bei dem ersten Album von Klaus Doldingers Passport. Das ist eine Jazzformation von Doldinger. Auf dem ersten Album, da hat er gedrummt. Der hat auch Schlagzeug gespielt. Hier für so große andere Hamburger Musiker, Inga Rumpf, die Sängerin, und auch Jean-Jacques Kravetz, der Keyboarder, mit dem er auch später dann ganz oft noch gearbeitet hat, der in einem Panikorchester war. Aber die haben ja schon Anfang der 70er, als Udo Lindenberg noch nicht als Solo-Artist irgendwie bekannt war, da hat er bei deren Bands mitgespielt, bei Frumpy, absolute Kultband im Krautrock, und auch bei der Nachfolgerband Atlantis. Hat dort die live auf Tourneen begleitet. Der war also erstmal Schlagzeuger und ist dann erst dann zum Solo-Künstler geworden, und hat dann 1973 war, glaube ich, dann das entscheidende Jahr für ihn, wo dann der Durchbruch kam mit diesem Andrea Doria-Album, was das zweite Album war. Das erste ist, glaube ich, total gefällt, ist jetzt noch ein paar tausend Mal verkauft, aber alles klar auf der Andrea Doria. Das wurde auch so ein geflügeltes Wort in den 70ern. Ja, das ist, was Lindenberg da nicht geprägt hatte. Ja, hier sehen wir auch mal das Cover, Blutjunge Lindenberg noch. Pravda hat er da in der Hand, die Zeitung, ja. Auch cool. Stimmt. Ja. Er war ja ein bisschen politisch, war er ja immer schon ein bisschen mit dabei. Also ist ja nicht, er hat da schon öfter mal sich zu Wort gemeldet, wenn irgendwas draußen passiert ist auf der Weltbühne. Da war er schon immer ein bisschen mit dabei. Also insofern passt das mit der Pravda natürlich hervorragend. Das mit der Pravda passt absolut hervorragend, weil Udo Lindenberg, ja, er war politisch in allen Dingen engagiert, sein Leben lang. Und da muss man auch gar nicht mit allem einverstanden sein, aber weil der Typ auch so viele Dinge thematisiert hat, einfach im Laufe der Jahrzehnte,
Ja, in den 80ern war er bei der Anti-Atom-Bewegung. Da gab es auch einen Dokumentarfilm, den er gemacht hat. Der WAA, Wahnsinn, Wackersdorf, wenn du dich erinnerst. Also es sind eigentlich echt ganz viele Themen. Aber was ich so faszinierend finde bei ihm, er ist eigentlich der, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht fällt euch noch jemand anders ein, aber ey, er ist doch der einzige Künstler, Musiker, der so in den 70ern und 80ern diese ostwestdeutsche Thematik auch irgendwie auf dem Schirm hatte. Was ich eigentlich total interessant finde, weil im Grunde ist es doch popkulturell ein total spannendes Thema. Bowie hat das auch gemacht, ey, die Mauer in Berlin, wie faszinierend ist das, geteilte Stadt. Aber so, wenn du so guckst, so deutsche Musik, das war irgendwie nie richtig Thema. Lindenberg war der Einzige, der das gemacht hat. Und auch immer so in so einem Versuch, so ausgleichend zu sein. Weißt du, nicht politisch irgendwie sich auf eine Seite zu schlagen. Und das war eben auch schon 1973 auf dieser ersten Platte, die wir gerade hatten, Andrea Doria. Dort ist das Mädchen aus Ostberlin, dieser Song, der einfach so eine romantische Geschichte ist. Da sind zwei Menschen, einer kommt aus Westberlin, sie kommt aus Ostberlin, Romeo und Juliet, wir kennen den Plot. Und dann ist dieser Wahnsinn von Grenze so. Sie muss wieder zurück und die Mauer, die sie trennt. Und in dem Song, da singt er dann auch irgendwo, ähm, er singt dann einfach nur, hey, ich hoffe, dass die da oben das irgendwann mal geregelt kriegen. Also er nimmt ja jetzt nicht so eine politische Position ein, wie das vielleicht die Tonsteine Scherben gemacht hätten, ne? Sondern er sagt halt, er ist eigentlich unpolitisch. Er bringt es auf so eine menschliche Ebene runter. Und das hat er eigentlich doch sein ganzes Leben gemacht. Und das finde ich interessant, dass er als einziger so auch dieses Ost-West-Ding dann thematisiert hat. Und du hast ja auch schon gerade angesprochen, hier Sonderzug nach Pankow, 1983, das ist ja ein Song, wo es ausschließlich darum geht. Ja, ja. Nee, auch gerade den halt eben, ich glaube, wenn man den Namen hört, dann gehört das schon in die Top 5 von den Titeln, die man von ihm kennt. Das war damals ja eigentlich, das war so dreist eigentlich schon, dass das kann man sich würde man das nicht so wahrnehmen mehr, aber weil es ja doch sehr viel andere Sachen auch gegeben hat. Aber damals war das wirklich echt herausragend. Und man darf nicht eins vergessen, da gab es ja noch eine Antwort drauf, ne? Sogar. Ja, die Geschichte ging ja weiter. Tatsächlich, Sonderzug nach Pankow, 1983. Da singt er schon. Er singt so direkt Erich Honecker, den Gröfatz der DDR, an und sagt, hey, du ziehst dir doch auch mal gerne die Lederjacke an. Hey, ein bisschen Rockmusik, wäre es nicht cool? Ich würde mal in Ostberlin spielen. Ich verlange auch nicht viel Geld und andere dürfen dort auch spielen. Warum nicht ich? Und so. Weißt du? Und ich habe auch viele Fans und so. Und lasst mich doch mal spielen im Republikpalast Ostberlin. Und tatsächlich ist es dann ein paar Jahre später dann soweit gewesen, 1988. Durfte er im Republikpalast spielen. Und wir sehen ja ein Bild von diesem Konzert. Und hey, weißt du, das war halt so eingebettet in so eine DDR-Propagandageschichte für Frieden und so und die bösen Pershing-Raketen aus dem Westen bedrohen uns und so weiter. Publikum war hier ausgewählte FDJ-Kader, also hier alle auf Linie. Und Lindenberg sollte halt da sozusagen, also das wollte die DDR, die wollte den ein bisschen einspannen für ihre schöne Inszenierung. Aber das ist auch Lindenberg wirklich, der hat eben nie eine Seite positioniert, also sich auf eine Seite positioniert, sondern der hat dann auch dort eben auf der Bühne dann gesagt, so hat er dann die Waffen in Ost und West angeprangert, aber eben auch in Ost. Und da gab es dann dieses berühmte Lied auch, Wozu sind Kriege da? Und es wurde dann in Ostdeutschland und es gab dann auch in den 80ern noch auch Auftritte in der Sowjetunion. Dort wurden dann manchmal die Strophen noch geändert, weil der kleine Junge in dem Lied, der singt halt so sowas in der Art wie ich habe Angst vor dem Atomraketenwald. Und das haben sie dann umgeändert, ich habe Angst vor den amerikanischen Pershing-Raketenwald und so. Aber er hat es halt immer so frei gesagt, wie er das sieht. So, Raketen sind für alle scheiße. Und das wiederum hat den Leuten der DDR gar nicht gefallen. Und die Show war nur eine Viertelstunde. Geplant war danach noch eine ganze Tournee, aber die hat dann das Politbüro abgesagt, weil der Lindenberg halt ja, nicht berechenbar war. Cool war dann, als das Konzert vorbei war. Das war neben mir, also du siehst auch diese Ordnung, wie brav die da alle sitzen. So. Als er dann rausgegangen ist in Ostberlin aus dem Republikpalast, draußen vor dem Palast, da waren so seine ganzen echten Fans, die halt nicht rein durften in das Konzert, DDR-Rock-Fans. Und er hat dann draußen halt so echt noch das Bad in der Menge genossen. Da haben wir auch ein Bild davon. Und das hat natürlich dem DDR-Oberen auch nicht gepasst, weißt du, dass der da so gefeiert wird von den Leuten. Tja. Und ja, es ist echt eine faszinierende Geschichte. Udo Lindenberg in den 80ern.
Ja, und Ja, hier sehen wir es mal, ja, genau. Das ist sozusagen in Ostberlin 1988 draußen. Und guck dir mal da die Leute an und auch das ist eben nicht diese Ordnung da drin, Sitzreihe. Ey, that ain't Rock'n'Roll. Das ist Rockmusik. Das ey, Leute, yeah. Und so. ganz genau, ja. Herrlich. Ja, und dann ging ja auch dann noch sehr viel weiter, auch die 90er Jahre über, ne? Da war er ja auch ordentlich mit dabei. Also auch da, ja, und vielleicht ganz sinnvoll, dass ich jetzt mal damit komme, was ich mit ihm für Erfahrungen gemacht habe. Also Ende der 90er Jahre, also ich glaube, meine sogar 99 wäre es gewesen. Da war seit 96 nämlich auch in Hamburg und das passte insofern. Ich glaube nicht, dass es sonst dazu gekommen wäre zu einer Zusammenarbeit. Aber so kam er irgendwie, hatte jemanden, ja, den Kontakt gemacht und er tauchte dann tatsächlich, ich wollte es kaum glauben, tauchte bei mir im Studio auf und sagte, ja, er hätte da eine Idee, was er gerne machen würde und das hatte er so das Gefühl gehabt, das könnte passen und darauf habe ich dann gesagt, okay, ja, ich denke mal, das können wir in so eine Richtung bringen und habe ihn kurz mal so ein bisschen was angespielt. Er sagte, ja, das machen wir so, weil das passt zu meinem Titel. Der Titel hieß damals König von Scheißegalien. Und das passt ja so. Also ich habe mich total gefreut darüber, weil konnte ja nicht ahnen, dass er wirklich so einen einen wirklich typischen Lindenberg mitgebracht hat, sozusagen textlich. Und so haben wir dann diese Aufnahmen gemacht. Und ich muss wirklich sagen, also man kann ja, also da war auch von der Stimmung her, also vielleicht noch ein bisschen plaudern mal von der anderen Seite. Also was bei ihm immer grundsätzlich so war, also vor 16 Uhr war jetzt schon dicht, hat er nichts gemacht sozusagen. Aber dann so, der war dann meistens so 18 Uhr, 17, 18 Uhr war im Studio dann. Aber wie gesagt, auch alles alkoholfrei, also da war alles easy, nur gute Dialoge. Wir waren kurz und knapp und haben auch viel auch inhaltlich arbeiten können, was man mit ihm wirklich sehr gut kann. Wirklich, er ist wirklich sehr konzentriert auch. Und also nicht schweift nicht erst groß aus, sondern du weißt genau, was er will. Und das stand er auch vor dem Mikrofon und dann hat er das halt eben so gesungen. Dann habe ich so gedacht, okay, wie gehe ich jetzt mit jemandem wie ihm um, ja? Natürlich ist eins ganz klar, er hat seinen Stil, den muss man ihm nicht beibringen, das ist klar, ja. Sondern der hat, stilistisch er hat ihn ja kreiert, diesen Stil, ja. Da werde ich mich ja nicht hinstellen und werde sagen, hey, mach mal anders, ja, das ist ja Quatsch. Also insofern, aber ich musste ihm nichts sagen und ich musste vor allen Dingen auch nicht viel dran arbeiten, weil er hatte wirklich sehr schön gerade und glatt gesungen, also so, wie man es auch jetzt auf dem Tonträger hört. Und er hat halt eben, wir sind da noch mal auf ein paar Stellen eingegangen, aber ansonsten hat er das wirklich so perfekt durchgesungen. Also das war schon, war von seiner Seite aus hervorragend gemacht. Also wie gesagt, da kann man sich drauf verlassen. Voll Profi halt eben, ne? Ja. Also insofern, es gab noch eine weitere Zusammenarbeit, das ist nicht ganz unwichtig, weil das Album damals hieß Zeitmaschine und auf diesem Album Zeitmaschine habe ich mit ihnen nicht nur diesen König von Scheißegal gehabt, sondern wir haben zusammen einen alten Klassiker aufgenommen und zwar von Ideal, nämlich den Titel Sex in der Wüste. Den Titel kannte man müsste auf dem Album von 1980 gewesen sein. Das also sozusagen das Urgestein ja, möchte ich fast sagen, wo es eigentlich erst losging, auch mit dem Blaue Augenalbum, ja, da war eben auch Sex in der Wüste mit drauf. Kleine Korrektur, Axel, Ja. gestatt's mir, weil wenn ich es nicht mache, kannst du dir sicher sein, unsere Zuschauer machen es. Die schauen uns ja auch die Finger und die wissen sowas genau. Der Song Sex in der Wüste ist auf dem zweiten Idealalbum drauf. 1981 von dem Der Ernst des Lebens heißt das. Ja, das ist sehr gut, stimmt, was recht. Das ist halt ein Grund, mir egal. Aber du weißt ja, Nerd bist, ne? So Dinge sind. Ja, okay, du hast vollkommen recht. Also wie gesagt, den haben wir jedenfalls nochmal neu aufgenommen. Ich habe musikalische Freiheiten gehabt, das muss ich wirklich sagen, weil hört mal rein, Leute. Das ist wirklich ein sehr spezieller Track. Ich hatte dazu gesehen, dass ich habe so ein bisschen Orientalisches mit reingebracht, ja, weil passte irgendwie so Sahara, Arabien, so arabischen Sound und so ein bisschen, sodass so ein bisschen dieser Wüstenwind da sozusagen ihn direkt durchzieht. Das fand ich eigentlich ganz gut. Insofern habe ich dann auch so mit so einem typischen Instrument auch noch da so Filz gemacht, dieses Flöten-Oboe-mäßig irgendwo dazwischen.
dazwischen, also so ein Holzblasinstrument doch was da mit dabei war. Also das war so, den Freiraum habe ich bekommen und das war auch gut so. Und es ist ein Duett. Denn das hat er zusammen gesungen mit der Idealsängerin von damals, nämlich mit Annette Humpe, die auch dann bei mir im Studio war. Also auch das hatten wir gemeinsam gemacht. Also sie hatte dann den Refrain gesungen, er hat weitestgehend die Strophen. Und soweit ich weiß, es wurde sogar noch ein bisschen leichte Änderungen, die natürlich, deshalb war sie auch mit dabei, weil sie dann halt doch irgendwo das Ganze natürlich, das ist ja ihr Song, wenn man so will, ja, aus ihrer Zeit, und deshalb hat sie sich natürlich darauf mit eingebracht und hatte auch arrangementmäßig so ein bisschen drüber diskutiert, ob wir dies oder jenes machen. Also auf jeden Fall, die Zusammenarbeit war auch da wirklich sehr gut und hat mich auch sehr gefreut und wie gesagt, Anspieltipp, Sex in der Wüste. Mensch, Axel, was für eine tolle Geschichte. Und ich weiß ja, wie es ist. So, ich denke mir, und vielen Zuschauern wird es auch so gehen, boah, das muss ja großartig sein. Du bist mit Udo Lindenberg und Annette Humpe zusammen in einem Raum, ihr arbeitet zusammen, ihr produziert was, ihr seid kreativ. Und dann mit so besonderen Menschen, die wir ja nur so als Hörer, als Fans irgendwo kennen. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wenn dann Feierabend ist, geht ihr dann zusammen noch irgendwo essen, geht ihr noch ein Trinken? Ich meine, gerade in Hamburg, Udo war ja auch immer einer, der gerne ausgegangen ist. Es gibt so diese legendären Kneipen, das Onkel Pö über Jahrzehnte hinweg und so weiter. Wart ihr da abends noch unterwegs? Feiert ihr danach, wenn das Werk gelungen ist und so? Ja, also du hast recht, die Tendenz ist eigentlich immer da. Das Problem ist dann halt eben meistens auch Zeit, ja. Dann, meistens Zeitdruck, dass dann irgendwie die Sachen dann fertig werden müssen. Und soweit ich mich jetzt heute noch dran erinnern kann, hatten wir nicht in dem Fall nicht die Gelegenheit. Und es stand auch irgendwie nicht an. Ich glaube, sie ist dann auch am gleichen Tag wieder zurück nach Berlin, soweit ich mich entsinne. Also insofern war das auch nicht lang. Ich war vielleicht 3-4 Stunden da. Und mehr wird es bestimmt nicht gewesen sein. Aber wie gesagt, Udo war dann halt eben, wir haben dann auch über die inhaltlichen Sachen gesprochen. Und wie gesagt, du stimmt schon, normalerweise hat man dann mal die Gelegenheit, dass man sagt, okay, lass mal essen gehen oder so. Was hatte sich irgendwie in der Zeit, in der wir da gearbeitet haben, nicht ergeben. Und wie gesagt, wir hatten schon auch sonst den Austausch, den hat man automatisch. Da gibt's dies und jenes, was da mal interessiert oder was vielleicht musikalisch oder Vorlieben sind. Und es kam dann, es war leider nur ein Album. Ich traf ihn später dann nochmal und dann hat er nochmal auch sehr deutlich gesagt, er sagt, Axel, hätte ja gerne mit dir weitergearbeitet. Ich habe dann Rock gemacht und das nächste Album war halt eben mehr ein Rockalbum und dann sagte er natürlich auch, also da sind dann andere Leute dran. Das habe ich auch verstanden. Alles gut. Wenn du ihn später nochmal getroffen hast, war das die Geschichte, die du mir mal erzählt hast, dass du ihn im Atlantik Hotel in Hamburg getroffen hast? Der hat ja, das wissen die meisten, der lebt ja seit Jahrzehnten in diesem Hotel in Hamburg. Ich glaube, nur mit Ausnahme von der Corona-Zeit, da war das nur verboten, aber ansonsten lebt er seit Jahrzehnten in diesem Hotel. Das ist ja irgendwie auch irgendwie eine sympathische Extravaganz ist. Ich meine, er kann sich's leisten und cool. Du warst mal in dem Atlantik Hotel. Du gehörst zu denen, die dann einfach so im Atlantik Hotel mal an die Rezeption und sagen, hey, ich möchte mal Udo Lindenberg treffen und so, gib mir mal Bescheid, ich bin in the house und dann öffnen sich die Türen. Warst so? Du warst wirklich dort im Atlantik? Da war irgendein Event war da, ich weiß heute jetzt nicht mehr, was es war, und da dachte ich, gucke ich einfach mal in den Gastronomiebereich, vielleicht ist er ja da. Und da saß er auch. Ich geh mal hin und sag Hallo. War auch nicht ganz sicher, war bestimmt 3-4 Jahre dazwischen. Und dachte ich mir, ob er sich noch dran erinnert? Ja, er wusste sofort. Sofort, Axel, alles klar und so weiter. Kurzer Schnack und dann bin ich auch wieder zu der Veranstaltung gegangen. Aber immerhin, wir haben ganz kurz wenigstens drüber gesprochen und und dann kam halt eben, meistens ist es dann auch so, dann war wo es wieder nochmal zu einer Zusammenarbeit kam, dieser König von Scheißigalien wurde dann nochmal neu aufgenommen. Und zwar, das gab noch auch eine Diskussion noch, und zwar, weil irgendwer diese Idee hatte im Studio, MTV-mäßig, bei der Vorbereitung, es war ein MTV Unplugged-Album, ja. Viele werden das noch kennen, da gab es ja zig von, ja. Und da wurde das Ganze ja nochmal neu aufgenommen. Das heißt also, auch da wurde ja schon da war ein Orchester mit dabei. Und das heißt also, da war die Vorbereitung sehr viel intensiver, als normalerweise sie für Live-Auftritte gearbeitet wird. Aber da war es was ganz Besonderes. Und irgendwer hatte dann die Idee,
Walk on the Wild Side mit in diesen Titel mit reinzubringen. Das heißt also, es gibt dann diese neue Version, die sich daraus ergeben hat, dass sie halt eben in der MTV Unplugged-Geschichte ist dieser neue Teil mit eingefügt worden. Das heißt also, dieses typische Playback-Thema, das passte auch wirklich sehr, sehr gut da rein. Dann gab es natürlich, wie das so ist, da muss man sich natürlich rechtlich erstmal einigen. Das kommt natürlich dazu, aber das haben dann die Verleger gemacht. Also insofern, aber dann letztendlich haben wir dann sozusagen den Titel damit mit Lou Reed damals geteilt. Also ich kann mich ja sogar hinstellen, kann sagen, ich habe mal mit Lou Reed einen Titel geschrieben. Naja, ganz so war es nicht, aber zumindest da. Das ist ja schon der Hammer, weil Walk on the Wild Side, kleiner Exkurs, das ist ja von Lou Reed aus seinem Soloalbum Transformer. Und das ist ja in engster Zusammenarbeit mit David Bowie erschienen. Also da hat auch David Bowie seine Finger im Spiel, auch beim Songwriting bei diesem Song. Und ja, das ist natürlich schon eine krasse Connection letztens. Walk on the Wild Side, ja, einer der ganz großen Songs so in der Rockgeschichte, oder? So ein Ding da nochmal zu verarbeiten, stark. Ja, die Kind of, wie gesagt, ist das auch eine 4,5 Minuten Version geworden. Ist echt heftig, ja, weil habe ich auch überrascht, hat es mich ja auch und ist richtig gut geworden. Also das ist ja unplugged, also live, ne? Das war ja die Geschichte dabei und das haben die dann halt mit diesem Part neu erstmalig aufgeführt, also so, dass also auch der Walk on the Wild Side damit untergekommen ist. Also Anspieltipp, mal reinhören, König von Scheißegalien, in der Fassung, die auch hier unten eingeblendet ist, von Walk on the Wild Side. Und Unplugged 2 unbedingt machen, Leute. Klickt da drauf, lasst uns das Ding nochmal richtig hochschicken. Und genauso hoffe ich natürlich, dass ihr auch unseren Kanal liked, dass ihr uns hypt, dass ihr uns teilt miteinander. Allen Udo Lindenberg-Fans, die möglicherweise von Frags Music noch keins gehört haben, das gibt es doch noch nicht so lange, teilt das Ding so. Und eine Frage habe ich noch, bevor wir dann schon zum Ende für diesen ersten Teil kommen. Wo du ihn da kennengelernt hast, wo du mit ihm zusammengearbeitet hast, wo du ihn auch im Hotel Atlantic hier im Gastrobereich irgendwo gesehen hast, hat er denn immer den Hut auf tatsächlich? Läuft er immer mit Hut rum und auch so die Klamotten, wie man ihn kennt, sein Style, Lederjacke und so? Ist er wirklich auch diese ganze Aura, die er hat, das ist er, oder immer? Ja, es ist genau, ja. Er ist immer auch da, auch der Hut war immer auf seinem Kopf. Ich weiß nicht, wie der ohne aussieht. Keiner. Auch ich weiß es nicht, sagen wir es mal so, ja. Also wie gesagt, nein, das ist schon sein Markenzeichen. Ich glaube, der wird sich gar nicht wohlfühlen, wenn er das nicht. Also ich glaube, sobald er sein Hotelzimmer verlässt, dann ist dann ist er der Udo Lindenberg, so wie ihn jeder kennt, ein Hut mit allem drum und dran. Ja, das ist da haben wir also keine Hoffnung, dass du jetzt da noch irgendwelche Fotos hast von Udo Lindenberg ohne Hut in den 90ern oder sowas. Das wäre Hot Stuff, schätze ich mal. Ja. Ja, ist richtig. Also wie gesagt, ich bin nicht so viele lassen sich dann ja mit den Leuten ablichten. Ich war jetzt nicht so meins gewesen. Sonst hätte ich gerne ein Foto. Jetzt natürlich im Nachhinein, ja, ich hätte jetzt gerne eins gezeigt, ne, hier bei der Gelegenheit, dass ich so wie wir dann sozusagen zu dem Zeitpunkt ja auch, das ist ja immer, das sind ja jetzt auch schon, ja klar, das sind jetzt vor 27 Jahren haben wir das aufgenommen. Das ist schon eine ganze Weile her, ja. Ja, liebe Musikfreunde, das war jetzt unser erster Teil von unserem Geburtstagsständchen, unsere Hommage, die wir Udo Lindenberg bringen zum 80. Und liked unser Video, bleibt dabei, schreibt auch Kommentare rein. Auch was ihr von dem haltet, was wir hier erzählt haben. Und seid gespannt auf den zweiten Teil, wo wir dann ein bisschen mehr auch schauen auf das Werk, wo wir ein bisschen mehr auch über Platten, Songs von ihm sprechen. Und tatsächlich, er war ja auch nicht nur Musiker, sondern auch ein paar andere Dinge gemacht. Das war also alles im zweiten Teil. Bis dahin, bleibt uns gewogen und see you. See you.